Jetzt bei Kinderarzt Bärwald. Hilfe mit Herz. Hallihallo zusammen. Hallo. Neuigkeiten für Turnerin Emily. Emily wird nochmal ein orales Antibiotikum bekommen. Das wird sie nochmal einige Tage weiternehmen. Und Sorge um Emma. Wieso verliert das Baby seine Nabelschnur nicht? Das ist schon berechtigt, dass Ihr Kind hier eingewiesen wurde. Das Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim vereint 17 Kliniken unter einem Dach. Vor einer Woche wurde die 13-jährige Emily in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin mit starken Schmerzen im Flankenbereich aufgenommen. Diagnose: Nierenbeckenentzündung und eine Blutvergiftung. Der Krankenhausaufenthalt wirft die junge Turnierturnerin aus dem gerade wieder gewonnenen Trainingsrhythmus. Wettkämpfe machen wir ja jetzt nicht wegen Corona, aber wir haben erst vor einem Monat wieder angefangen mit Trainieren und dass ich halt jetzt wieder das abbaue, was ich gerade erst erarbeitet habe. Eigentlich wollte ich ins Training diese Woche noch, aber ja, ich lieg hier rum. Wie lange wird Emily noch in der Klinik durchhalten müssen? Hallihallo zusammen. Hallo. Ich bin hier, um diesmal freudige Nachrichten zu überbringen. Ja, die Laborergebnisse waren gut. Ja. Die Entzündungszeichen sind wieder deutlich gefallen. Okay. Heißt, die Emily darf morgen früh nach Hause. Sehr schön. Okay? Endlich. Wenn wir morgen früh recht schnell mit der Entlassung sind, heißt es, vielleicht kannst du noch zum Projekt oder also in die Schule noch mal irgendwo mit dazustoßen und spätestens Freitag auf jeden Fall das Zeugnis abholen. Und die Mädels noch mal sehen. Ja. Ja? Einigermaßen happy? Ja, Einigermaßen oder so richtig happy? richtig. Emily wird noch mal ein orales Antibiotikum bekommen. Das wird sie noch mal einige Tage weiternehmen und ist gesund danach. Sie wird auch dann zeitnah Sport machen können. Freude und Erleichterung bei Emily und Mutter Kathleen. Eine letzte Nacht noch, dann darf Emily die Klinik verlassen. Ja, bis morgen früh, ja? Bis morgen. Ciao. Ich bin glücklich, ja, in die Schule zu gehen und vielleicht auch mit Freunden außerhalb zu treffen, also nicht in der Schulzeit. Und ja, Ich bin einfach nur happy jetzt, dass wir nach Hause dürfen morgen. Ja. Diese gute Nachricht muss Emily direkt mit ihrer besten Freundin teilen. hallo Leana. Hi. Ich muss dir was erzählen. Okay. Ich darf morgen nach Hause. Ich freue mich auch mega. Kommst du dann am Freitag zur Schule? Ja, Voll cool, ich freue mich so. Eine Patientin geht, eine neue kommt. Zweifachmutter Angie ist besorgt um ihr Baby. Das ist die Emma. Sie hat noch mit 5 Wochen die Nabelschnur dran, den Rest. Und wir waren eben bei der U3, da wurde das noch mal genauer angeschaut. Und der Arzt möchte, dass das noch mal abgeklärt wird, ob es ein Immundefekt ist, dass einfach der Körper das nicht selber abstoßen kann oder ob es einfach an der Anatomie liegt. Emma kam jetzt aus der Kinderarztpraxis hier am GPR-Klinikum. Wir haben ja da ein MVZ, also das heißt ein medizinisches Versorgungszentrum. Und dort ist Jonas Schönfeld und Sebastian Moosmüller tätig. Und die Besorgnis des Kollegen war einfach, normalerweise steht in jedem Lehrbuch, dass der Nabelrest einfach innerhalb von 14 Tagen abfallen sollte. Oder man sagt 14 bis 21. Jetzt ist er halt eben mit 5 Wochen noch dran, sodass man in erster Linie immer mal ans Schlimmste denken muss. Das heißt, man denkt an einen Immundefekt. Angeborene Immundefekte sind selten und meist schwer diagnostizierbar. Für die Mediziner echte Detektivarbeit. Man hat im Kopf sein Raster. Was sind deine schlimmen Diagnosen? Kann es tatsächlich der Fall sein? Und dann fängt man an abzuarbeiten und sucht natürlich dafür die Beweise. Die Aufnahmeuntersuchung führt Assistenzärztin Fadime Aydoğan durch. Sie will Emmas Mutter nicht mit vagen Befürchtungen beunruhigen. Ich schaue mir jetzt erstmal das Kind an, mache eine komplette körperliche Untersuchung, spreche mit der Mutter nochmal, mache eine genaue Anamnese
und dann schauen wir weiter. Fadime ist angehende Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. Für sie ist die Arbeit mit Menschen im Krankenhaus eine echte Berufung. Da findet man, glaube ich, bei jedem Kind etwas, was man toll findet oder knuffig findet, vor allem wenn man selber Kinder hat. Hat mit dem Alter nichts zu tun. Ich habe ja auch in der Inneren gearbeitet, da sind auch ältere Menschen knuffig. Ja? Ich glaube, da muss man einfach ein Menschenfreund sein, da ist ja egal, welches Alter. Gut. Fadime ist fast Fachärztin, also die braucht laut ihrem Facharztkatalog nicht mehr so lange und hat alles beisammen, um sich prüfen zu lassen. Guten Tag, mein Name ist Aldoan, ich bin die Stationsärztin. Ich schaue mir jetzt Ihr Kind an, untersuche einmal Ihr Kind und habe dann noch einige Fragen an Sie. Okay. Ruhig und routiniert leitet Fadime die Aufnahmeuntersuchung der kleinen Emma. Bestätigt sich nun der Verdacht auf einen angeborenen Immundefekt? Mario Bärwald kümmert sich derweil um den 11-jährigen Till. Der ist von einem Baum gestürzt. Moin, kommst du mit? Wir wollen dir mal deinen Bauch angucken und mal einen Ultraschall machen. Die Mama kann natürlich auch mitkommen. Genau. Du warst der Baumkletterexperte, richtig? Okay, gut. Till hat erzählt, dass er ja auf den Baum geklettert ist und beim Klettern ist er eben abgestürzt und dummerweise auch noch auf eine Eisenstange gefallen, die auf dem Boden lag und hat erstmal tierisch aufgeschrien und Schmerzen gehabt und konnte sich zunächst nicht bewegen. Die besonderen Gefahren bei so einem Sturz sind, dass man sich eben verletzt in erster Linie. Also das kann sein, dass man eine Lungenverletzung hat, keine Luft mehr bekommt, dass man eine Verletzung davonträgt der inneren Organe, dass man selbst sogar die Wirbelsäule verletzt, was zu einem Querschnitt führen könnte. Ein Unfallchirurg hat sich Tills Wirbelsäule bereits angeschaut. Doch nur der Ultraschall kann jetzt Aufschluss darüber geben, ob der Sturz womöglich innere Verletzungen nach sich gezogen hat. Man hat ein lautes Schreien gehört, wir sind direkt hingerannt und er hat auch direkt gesagt, dass er mit der Wirbelsäule auf eine Eisenstange gefallen ist. Und ja, dann muss man natürlich als Eltern auch so die Fassung bewahren, nicht auch selber panisch zu werden, ne? Weil man sorgt sich dann ja auch. Und er hat dann immer geschrien, dass er keine Luft bekam. Bei der Ultraschalluntersuchung sucht man nach Organverletzungen. Zum Beispiel die Milz kann verletzt sein. Man sucht in dem Zusammenhang gleichzeitig auch nach freier Flüssigkeit. Freie Flüssigkeit kann beispielsweise in dem Fall Blut sein. Und das sind einfach Hinweise, die uns zeigen, dass da einfach was nicht in Ordnung ist. Da ist die Bauchspeicheldrüse. Und ein bisschen Luft hast du im Bauch. Wo hast du denn geklettert? Bei euch zu Hause im Garten oder? Nee, also es war auf dem Spielplatz. Auf dem Spielplatz? Ja. Mein kleiner Bruder und sein Freund sind halt auf den Baum geklettert. Und dann bin ich halt hinterher und dann, ja. Und wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich erstmal keine Luft bekommen, aber und dann haben mir meine Eltern geholfen, auf die Bank zu kommen und dann ging es langsam wieder. Wir waren dabei, ja. Wir saßen ungefähr 2 Meter neben auf der Bank, ja. Du hast ja Glück gehabt, Mensch. Ja. So. Wir hatten kurz überlegt, ob wir einen Krankenwagen rufen, aber wegen der Wirbelsäule, ja. Und, aber da er aufstehen konnte und stehen konnte, haben wir gedacht, wir fahren ihn einfach vorsichtig selber. Und sind in die Notaufnahme und auch direkt rangekommen. Naja, eigentlich war der Entschluss schon gut, dass sie ihren Sohn hier vorgestellt hat. Nur hätte man vielleicht eher den Rettungsdienst in dem Fall gerufen. Im Fall, dass jetzt wirklich eine schwere Verletzung vorliegt, macht es natürlich Sinn, den Patienten auch speziell zu transportieren. Und das kann man einfach nur mit Hilfe von Kollegen aus dem Rettungsdienst. Das, was man hier sieht, das sieht alles homogen aus. Also homogen bedeutet in dem Fall so, wie sie sein muss. Ja, also alles gut. So. Bärwald? Hallo, Rita. Genau. Also Samstag. Alles unauffällig. Also Samstag. Ja, alles klar. Gebe ich mal so weiter. Kommt ihr noch hoch oder wie macht ihr das? Alles klar. Danke dir. Tschüss. Ja, da hast du ja Glück hier. Das war gerade ein Unfallchirurg, der dich betreut hat, der heute Morgen bei Visite da war. Das heißt, der wollte wissen, wie der Befund ist und der Befund ist vom Ultraschall unauffällig. So dass er gesagt hat, dass du nach Hause darfst. Die kommen nachher vorbei und würden dich dann noch entlassen. Super. Ja? Sehr gut. Hast du mega Glück im Unglück gehabt. Ja.
Ja? Und gut war, dass die Mama dabei war. Ja. Super. Sind wir durch, Till, ne? Danke. Bis später, gell? Tschüss. Till hat noch mal Glück gehabt. Sein Sturz hat keine schlimmeren Folgen. Ob es bei Turnerin Emily mit der Genesung genauso gut vorangeht, möchte Mario bei einem Hausbesuch überprüfen. Jetzt geht's noch mal kurz zur Emily. Und ich bin natürlich neugierig, wie es ihr geht. Emily war am Wochenende noch mal in der Klinik, weil es ihr da mit dem Rücken nicht so ganz gut ging. Durfte aber am Sonntag eigentlich schon wieder nach Hause. Ja, und jetzt überzeuge ich mich noch mal von ihrem Wohlergehen zu Hause. Emilys Rückfall bereitet dem Kinder- und Jugendarzt Sorge. Emily war so erleichtert, aus der Klinik entlassen zu werden, um doch noch den letzten Schultag vor den Ferien mit ihren Freunden verbringen zu können. Doch dann kam prompt der Rückschlag. Die hat sich mega gefreut auf die Schule, auf Freunde sehen, auf Zeugnisse. Ja, aber die Freude war schnell vergangen. Ja, was hat denn nicht geklappt? Ja, die Schmerzen fingen wieder an. Und daraufhin mussten wir leider noch mal ins Krankenhaus zurück. Das war Wochenende, ne? Am Wochenende, am Genau. Samstag, ja. Ja, und für eine Nacht. Für eine Nacht, genau. Das habe ich gesehen, ja. Genau. Hab ich noch von den Kollegen erzählt bekommen gleich. Ja. Gut, gut. Wo sind denn deine Schmerzen? Sollen wir mal gucken? Währenddessen geht in der Klinik die Untersuchung von Baby Emma voran. Kinderkrankenschwester Rosa und Assistenzärztin Fadime hoffen, dass sie mit ihren Untersuchungen einen Immundefekt ausschließen können. Wir gucken mal nach der Größe, Gewicht und Kopfumfang. Und dann da können wir ja gucken, ob das Kind jetzt gewachsen ist, zugenommen hat, gut ernährt ist und alles in der Norm ist. Noch ein Stückchen. So, noch ein Stückchen. Sie halten mal oben den Kopf so fest und ich ziehe das nach Ja, alles gut, alles Mäuschen, gut. Alles alles super. super machst du das, gell? Super. 56, okay, super. Baby Emma steht nun ihre erste Blutentnahme bevor. Erst wenn das geschafft ist, kann eine sichere Diagnose gestellt werden. Haben Sie einen Schnuller? Schnullert Ihr Kind? Ja. Da kann man einen Schnuller geben. Wir können ein paar Tropfen Zuckerwasser geben, damit das Kind sich beruhigt. Wir machen jetzt eine Blutentnahme. Wir müssen hier schauen, wie die Blutwerte sind bei dem Kind. Da würden wir ein normales Blutbild machen, ein großes Blutbild, Entzündungswerte wie CRP. Kann man schon vieles sehen. Ja. Ein Serum würde ich dann noch mit abnehmen. Das funktioniert immer am besten am Kopf bei so Neugeborenen und Säuglingen. Vor allem die, die so wenig Haare auf dem Kopf haben. Wenigstens einmal ein Vorteil. Gutes Bestechungsmittel. Ein bisschen Zuckerwasser, ja, das ist 40-prozentige Glucose. Das macht glücklich. Und lindert auch die Schmerzen. Also wenn man jetzt... Es ist ja auch meistens das Festhalten, das die Kinder nicht mögen. Ja, das tut ja nicht weh, wenn man Blut abnimmt. Das Medizinerteam Fadime und Rosa gibt sich große Mühe, die Blutentnahme so behutsam wie möglich zu gestalten. Vor allem die Eltern gilt es dabei immer zu beruhigen und ihnen Ängste und Nervosität zu nehmen. Ganz toll. Ja. Die Mama ist echt entspannt. Also das finde ich toll, weil dann sind die Kinder auch ganz anders drauf. Die sind ja viel angenehmer zu nehmen. Wenn die Mamas so aufgeregt sind, dann spüren das die Kinder immer. Ja, gut, das bringt ja nichts. Ja, und ich finde, sie machen das echt toll. Ach, danke. Wie viel Blut haben die kleinen Babys eigentlich? Also in dem Alter, im Säuglingsalter, ist das Blutvolumen zwischen 85 bis 100 Milliliter pro Kilogramm. Das war in dem Fall, ich glaube, Ihr Kind wiegt ca. 5 Kilo, wäre das etwas über 400, 500 Milliliter. Der Bluttest soll Aufschluss darüber geben, was es mit Emmas Nabelschnurresten auf sich hat. Bis zur Auswertung der Ergebnisse wird es nun ein paar Tage dauern. Parallel klopft Mario bei seinem Hausbesuch den Gesundheitszustand der 13-jährigen Emily ab. Die Mama kommt mal gerade noch dazu und dann kann man hier mal noch das T-Shirt ein bisschen halten. Genau. So, wenn ich jetzt hier drücke, tut da was weh? Da tut nichts weh. Hier? Gar nichts? Und hier? Auch nicht.
Das ist ja merkwürdig bei dir, hä? Da ist nämlich alles fest hier zu tasten. Habt ihr denn eigentlich schon Wärme drauf gepackt? Nee, noch nicht. Noch gar nicht? Nee. Aber heute war nichts mehr gewesen, hast du gesagt, an Schmerzen. Und bewegst dich jetzt hier auch sportlich zu Hause? Bist du schon irgendwie ein bisschen aktiver geworden plötzlich? Ja. Ja? Ja, das ist ja schon mal gut. Also es ist ja heute schon gut gewesen. Ja, ich glaube auch, dass es morgen wieder gut wird und die nächsten Tage auch. Und dann ist es im Endeffekt hoffentlich auch verschwunden. Ja? Yeah, so sehen Sieger aus. Mega. Das ist schon toll, wenn man einfach mal sowas sehen kann. Ne? Also ich meine, wir sehen immer nur die Kinder in der Kinderklinik und lassen die nach Hause und hören vielleicht mal was über den Kinderarzt, wenn wir was nachfragen wollen oder was in Erfahrung bringen wollen. Ne? Und jetzt im Rahmen meines Hausbesuchs mal sowas zu sehen, ist schon toll. Ich wünsche dir alles Gute, Emily. Danke. Tschüss, liebe Mama. Bis dann. Tschüss. Also es waren wirklich 12 Tage Horrorstress, ja. Also zu koordinieren, wo kommt die Kleine hin, zu Freunden unterbringen, mit Arbeit koordinieren, ja. Und dann wieder im Krankenhaus aber schon sein, auch dass man zur Visite dabei ist und da alle Informationen bekommt, war halt schon sportlich, ja. Also mir fällt ein Stein vom Herzen, dass das endlich vorbei ist. Trotz des Rückfalls ist Emily auf dem Weg der vollständigen Genesung. Doch in der Klinik wartet schon die nächste kleine Patientin. Die Sophie hat gestern mit ihren 2 älteren Geschwistern im Zimmer geturnt, leider auf dem Hochbett und ist vom Hochbett gefallen. Also aus 2 Meter, 2,10 Meter auf dem Boden. Und dann habe ich nicht mitgekriegt, weil ich war nicht im selben Raum. Ich war in einem anderen Zimmer und dann habe ich sie nur weinen gehört und dann direkt geschnappt und hierher gefahren. Und sie war halt auch sehr schläfrig, was sie normalerweise gar nicht ist. Kinder, die gestürzt sind, die kommen häufig auch sehr schläfrig bei uns in der Klinik an. Das ist auch in dem Moment völlig typisch. Im schlimmsten Fall kann da plötzlich eine Gehirnblutung vorhanden sein. Dementsprechend werden die Patienten symptomatisch. Das bedeutet, da tritt Hirndruck auf und der Hirndruck löst eben unstillbares Erbrechen aus oder man erbricht, obwohl gar nichts mehr im Magen ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass man sofort tätig werden muss. Das heißt, das Kind braucht noch in der Nacht eine Bildgebung. Mindestens für 48 Stunden muss die 4-Jährige unter medizinischer Beobachtung bleiben. Neben der Sorge um Sophie hat ihre Mutter nun aber ein weiteres Problem. Ich bin halt alleine mit 5 Kindern und wenn mit einem was ist, dann muss man halt immer gucken, wie kriegt man es am besten organisiert. Jetzt gestern konnte die Oma kommen und hat dann zum Glück aufgepasst und die Kinder in die Schule und in den Kindergarten gebracht. Und jetzt warten wir noch auf einen Ultraschall für den Bauch und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Stürze sind bei Kindern in allen Altersstufen die häufigste Unfallursache. Hallöchen, ich würde Sie gerne einmal bitten, wir wollen einmal zum Ultraschall gehen. Gut. Dafür wird eine erstmal abgestöpselt. Kennen wir ja schon. Wir waren ja schon öfter mal auf Toilette jetzt. Ja, alles gut. So. So. Achtung. Darf ich da mal ganz kurz Aber ran? natürlich. Danke. So. Ups, hat er mir geklopft. So. Kann sie laufen? Ja. Gut. Dann darfst du einmal bitte aufstehen. Soll die Mama das machen? Ja? Gut. Dann helfen Sie einfach. Die medizinisch-technische Assistentin bereitet alles für die Ultraschalluntersuchung vor. Parallel kümmert sich Assistenzärztin Fadime um Baby Emma, die einen Immundefekt haben könnte. Denn auch nach 5 Wochen haben sich ihre Nabelschnurreste noch nicht gelöst. Ich will jetzt einmal den Nabel säubern, das, was man so die ersten paar Wochen nach der Geburt macht, dass man einigermaßen steril um den Nabel herum säubert. Dann fällt meistens der Nabel von alleine ab oder auch schneller. Und es kommt nicht zu Entzündung, es kommt nicht zu einer Nabelentzündung, zu einer Omphalitis. Das ist ganz gut, wenn man das regelmäßig am Anfang macht. Gut, dann nehmen wir am besten so ein bisschen eine saubere Kompresse und Octanisept. Da ist kein Alkohol drin, das heißt, das brennt nicht, wenn man damit sauber macht. Und da kann man erstmal so hier ein bisschen diesen Nabelrest ein bisschen anheben. Eltern werden in der Regel in jeder Klinik angeleitet. Also das heißt, die Eltern mit einem Neugeborenen haben natürlich vorher schon so viele Infos bekommen bei den Vorsorgeuntersuchungen, dass sie eigentlich das handeln können.
Also man sieht ja auch, dass der Nabel sehr gut gepflegt ist. Das hat die Mutter schon sehr gut gemacht. Und der Kollege hat das auch schon richtig erkannt, dass der Nabel der ist noch richtig dran. Ja? Das sieht auch nicht aus, als würde er sich von alleine lösen. Das hat die Hebamme auch gesagt. Das ist schon berechtigt, dass ihr Kind hier eingewiesen wurde. Ja? Man muss sich das immer in Ruhe angucken, ja, und man hat im Kopf sein Raster, was könnte es alles sein, und dann gehst du einfach eine Diagnose nach der anderen durch, ja, und guckst, passt es denn überhaupt, ja, und arbeitest es ab. Die Aufnahmeuntersuchung bringt leider keine Entwarnung. Emma und ihre Mutter werden mindestens bis zur Auswertung der Blutwerte in der Klinik bleiben müssen. Das kommt unerwartet für die zweifache Mutter. Schwester Rosa bereitet die Aufnahme vor. Darf ich mitstellen? Ja. Okay, super. So, dann gibt es noch Formalitäten. Einmal habe ich jetzt einen Krankenhausvertrag mitgenommen. Das dürfen Sie dann bitte ausfüllen. Ja. So, Sie bleiben dabei, ne? Ja. Was essen Sie denn eigentlich? Vollkost, vegetarisch, ohne Schweinefleisch? Vollkost. Vollkost. Und dann bräuchte ich einmal die Versicherungskarte von Ihnen, weil ich würde sie dann auch aufnehmen. Also bleibt sie definitiv dann erstmal hier? Ja. Nee, das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, es wird jetzt erstmal abgewartet, was ist, und dann beratschlagt, was mit dem Nabel ist. Okay, das können Sie auch nachher machen, wenn Sie im Zimmer sind in Ruhe. Das müssen Sie nicht sofort machen. Okay. Das können Sie einfach so reinstecken und nachher im Zimmer ausfüllen und mir abgeben. Würdest du mir helfen, nochmal den Abstrich zu machen? Ja, gerne. Vor der stationären Aufnahme müssen beide auf Covid-19 getestet werden. Für die junge Mutter ist das kleinste Problem, denn zu Hause wartet sehnsüchtig ihre erstgeborene Tochter auf die Rückkehr der Mutter. Meine Schwiegereltern sind da, zum Glück. Bin ich immer ganz froh. Nur jetzt ist die Große, hat jetzt erstmal die Geburt verkraftet, dass die Mama nicht da war, und jetzt noch mal. Aber gut, so ist es. Während Emma und ihre Mutter sich auf den Klinikaufenthalt vorbereiten, hofft Sophies Mutter darauf, ihre Tochter noch heute mit nach Hause nehmen zu können. So, dann werfen wir noch eine. Einmal hinlegen. Schwupps. So, die Mama darf gerne einmal auf die andere Seite. Aber natürlich. Kannst du mir noch mal deinen Namen verraten, Liebes? Wie heißt du denn? Haben wir keinen Namen? Traust du dich nicht? Soll ich sagen? Ich bin schon raus. Sophie. Die Sophie. Die Sophie, Maus. Alles klar. Wir machen jetzt mal kurz deinen Bauch ein bisschen frei. Kann die Mama vormachen, genau. Heute Nacht wollten wir keinen Ultraschall machen. Ach ja. Gut. Da hat sie sich auf den Bauch gelegt und da war nichts mit Ultraschall machen. Kinder, die können natürlich auch schon mit Angst reagieren, ja, selbst wenn es nur eine körperliche Untersuchung ist. Man macht natürlich begreiflich, dass es jetzt nichts Schlimmes ist oder dass es in dem Moment nicht wehtut, sondern man guckt halt auch, dass die Kinder natürlich nicht hilflos jetzt vor dir liegen. Die Mama ist dabei, die Kinder werden beschützt. Ja, also letztendlich versuchen alle, das heißt von Ärzte über Schwestern, Pfleger, den Kindern die Angst zu nehmen. Gut, Sophie. Ultraschall ist einfach nur Bilder machen vom Bauch. Und das tut gar nicht weh, weil man nimmt einfach dieses Gerät und legt dir das einfach auf den Bauch drauf. Merkst du? Ist gar nicht schlimm, ne? Ja, nur jetzt gucken ganz viele zu. Dann haben wir hier einen Krankenpflegeschüler, der mit zuguckt. Der will ein bisschen was erklärt bekommen. Die Nestle hast du schon kennengelernt. Die weiß das aber alles schon, wie es funktioniert. Der müssen wir nichts erklären. Der Mama erklären wir ein bisschen was. Und dann gucken wir jetzt mal. Mach mal schöne Fotos von deinem Bauch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich komme immer gut an. Nein, das ist unterschiedlich. Ja? Also du hast nicht zu jedem Kind immer Zugang. Also es gibt Kinder, die mögen nicht Bart. Es gibt Kinder, die mögen Bart. Ja? Also ich meine, da fängt es ja schon an. Also von daher ist es nicht immer so einfach, dass man sagt, ich habe da so mir nichts, dir nichts, da den Zugang zum Kind. So, Maus. Guck mal, da schlägt dein Herz an der Seite. Oh, ganz gut schlägt das Herz. So. Du machst das ganz toll. Ich gucke jetzt, ob wir eine Verletzung finden der Organe. Ja, das heißt,
Man guckt sich quasi zum Beispiel die Leber an, weil man weiß ja nicht, wie ist das Kind jetzt gestürzt. Und man guckt sich die Milz an, man sieht die Bauchspeicheldrüse und schaut, ob die Organe an sich homogen sind, wie sie beim Gesunden aussehen. Und das ist tatsächlich aktuell noch der Fall. Also wir haben jetzt noch nicht alles durchgeguckt, aber das, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, ist alles gut. Und man guckt nach sogenannter freier Flüssigkeit. Das deutet darauf hin, dass irgendwo eine Verletzung möglicherweise stattgefunden hat. Und dann muss die Sophie eben regelmäßiger kontrolliert werden und kann halt eben nicht so schnell nach Hause gehen, ne? Wie wenn wir jetzt nichts finden würden. Also freie Flüssigkeit würde man zum Beispiel zwischen Leber und Niere sehen. Das wäre jetzt im Bild hier an der Stelle. Ja, da wäre freie Flüssigkeit im Ultraschall ist immer dunkel, also eher schwarz, ja, echoarm, und dann wäre hier was zu sehen im Endeffekt. Ja, aber wir sehen, dass wir da nichts sehen. Das ist gut. Ist alles gut. Und das Ganze macht man natürlich auch auf der anderen Seite, weil wir haben ja 2 Nieren. Da ist halt keine Leber, sondern wir sehen da die Milz. Und die Sophie ist immer noch sehr geduldig. Ne? So. Machst du echt super. So. Hast du schlecht geträumt, weil du aus dem Bett gefallen bist, oder was war da los? Sie hat mit ihren 2 größeren Geschwistern im Bett geturnt. So was machst du mit den Großen da im Bett turnen? Naja, wenn man die kleinste von 5 ist, muss man natürlich mit den Großen mitmachen, ja. Ja. Also wir gucken natürlich auch nach dem Urin. Ja, der Urin gibt uns Hinweise, ob zum Beispiel Blut im Urin drin ist. Das deutet darauf hin, dass die Niere verletzt sein kann. Und jetzt schaue ich mir gerade aktuell im Ultraschall die Milz an, aber die sieht auch schön aus. So, siehst du? So, die Blase, da wird jetzt geguckt, ob wir perivesikulär, also um die Blase herum, ob man da freie Flüssigkeit zum Beispiel findet, weil das ist der tiefste Standpunkt. Da sehen wir aber aktuell nichts. Und jetzt gucken wir noch in deinen Bauch rein, Sophie. Genau. Du bist ganz still. Ha? Ist sie immer so still? Nee, sonst ist sie immer diejenige, die hier Power gibt. Aber es sind halt jetzt viele Leute, die sie nicht kennen. Ja, sie fremdet auch vollkommen in Ordnung. Aber ich bin ja froh, dass sie jetzt so ruhig liegt. Wie gesagt, heute Nacht, das war nix. Es war umsonst runter in die Notaufnahme. Heute jedoch lässt Sophie die Ultraschalluntersuchung geduldig über sich ergehen. Fertig sind wir. Bist schon fertig? Bist schon wieder abgewischt. Also der Befund von Sophie war unauffällig. Das heißt, im Bauchraum sieht man keine Verletzung. Im Bauchraum ist keine freie Flüssigkeit, die auf eine Verletzung hindeuten kann. Von daher muss man sagen, ist das in Ordnung. Nach Hause gehen eher wahrscheinlich morgen, weil man muss das Kind schon eine Weile überwachen. Ein Sturz aus 2 Meter Höhe ist jetzt nicht so ganz ohne. Aus medizinischer Sicht ist die Empfehlung eindeutig, dass man das Kind noch eine Weile länger überwachen muss. Jetzt geht es mir besser, da jetzt kein Befund zu sehen war im Bauchraum. Und das heißt, wir können dann hoffentlich dann heute nach Hause. Es wird so aussehen, dass ich dann wahrscheinlich unterschreiben werde, dass wir nach Hause gehen. Da wir ja auch in 10 Minuten ganz schnell wieder hier sind, weil wir ja nicht weit weg wohnen. Und da es der Sophie so weit gut geht, ist es zu Hause dann doch besser. Weil die 4 Großen, die warten ja dann auch noch und brauchen ja dann auch noch ein bisschen Unterstützung und Hilfe. Und zu Hause wird mir doch schneller gesund, glaube ich. Ja, jetzt hast du ein bisschen gegessen, ein bisschen schlafen. Weil bis zur Visite, das wird noch ein bisschen dauern, ja. Man darf natürlich immer die Klinik verlassen. Also das heißt, prinzipiell können die Eltern immer gegen ärztlichen Rat nach Hause gehen. Die Eltern werden darüber aufgeklärt, was letztendlich alles theoretisch noch passieren kann. Und die sollten auch über das Krankheitsbild informiert sein. Die Mama hatte halt leider das Versorgungsproblem der anderen 4 Geschwister, sodass sie sich natürlich dann entschieden hat, gegen ärztlichen Rat nach Hause zu gehen. Und nächstes Mal? Mario Bärwald sorgt sich um Baby Emma und sucht Rat bei einer Kollegin. Die Literatur, die ich jetzt gefunden habe, da stand 14 Tage und da sind wir ja jetzt eigentlich drüber. Wenn sich am Nabel was entzündet und das nach innen wandert, das geht recht schnell, kann das bis zu einer Blutvergiftung kommen.